Wenn du wissen willst, wie du quarantänefrei unter Test and Go nach Thailand einreisen kannst, jetzt im Jahr 2022, dann bleib dran. Wir gehen den Prozess der Beantragung von Test and Go Schritt für Schritt in diesem Video durch. Moin und herzlich willkommen hier aus dieser Berliner Kleingartenanlage. Die Sonne scheint sogar ein bisschen. Ich möchte heute ein Video machen, in dem ich euch zeige, wie man jetzt im Frühjahr, wir haben Februar 2022, nach Thailand einreisen kann mit dem Test-and-Go-Einreiseverfahren. Ich werde nämlich jetzt sehr bald am 16. Februar nach Thailand einreisen über die Phuket Sandbox, aber seit dem 1. Februar kann man wieder Test and Go beantragen, und wie das genau funktioniert, das will ich euch in diesem Video zeigen. Ich teile dafür meinen Bildschirm und wir gehen die Buchung zusammen durch, Schritt für Schritt. Was ihr dafür braucht, das zähle ich jetzt vorab einmal auf, denn es werden diverse Unterlagen benötigt, damit ihr möglichst schnell an eure Einreisegenehmigung, also den Thai Pass Test and Go kommt. Test and Go gab es ja schon im Jahr 2021, da wurde es aber kurz vor Weihnachten, ich denke am 22. Dezember ausgesetzt, wegen der neuen Covid-19-Variante Omikron. Die thailändische Regierung hat jetzt aber festgestellt, dass die Omikron-Variante in aller Regel mit nicht so sehr schweren Verläufen einhergeht, und dementsprechend wurde das Test-and-Go-Verfahren am 1. Februar 2022 wieder aufgenommen. Es wurde also reaktiviert mit kleinen Anpassungen. Ich habe mit vielen Freunden, Kollegen gesprochen, die gesagt haben, das klingt alles so kompliziert. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch nicht so kompliziert, wie viele glauben. Und ich denke, ich zeige euch das in diesem Video einfach mal, wie das so funktioniert. Und dafür habe ich meinen Bildschirm geteilt. Ich habe schon mal die Seite des Thailand Pass, des Thai Pass, aufgemacht. Das habe ich ganz einfach gefunden, indem ich bei Google Thai Pass eingegeben habe, und da war es dann auch direkt das erste Suchergebnis. So, und dann starten wir direkt. Ich klicke hier mal auf Non-Thai, weil ich bin kein thailändischer Staatsbürger. Und wenn ich hier anklicke, dann kann ich direkt nur die englische Sprache auswählen. Und dann kommen wir hier direkt zum Anfang zu den 3 Möglichkeiten, nach Thailand einzureisen. Test and Go, das wollen wir beantragen. Dann gibt es das Sandbox-Programm Phuket, beziehungsweise mittlerweile ja auch andere Sandbox-Areas, also Koh Samui, Krabi, Phang Nga. Da gibt es einige derzeit, aber das behandeln wir nicht. Genauso wenig wie wir die alternative Quarantäne, Alternative Quarantine, für 7, 10 oder 14 Tage in Quarantänehotel zu gehen, nicht behandeln. Es geht heute hier um Test and Go. Und das beginnt hier. Da sehen wir nochmal die Kurzinfo dafür, was wir benötigen oder was die Voraussetzungen sind. Ja. Mittlerweile dürfen alle Staatsbürger, also aus allen Ländern, wieder Thailand mit diesem System bereisen. Wichtig ist, Test and Go ist nur für Leute verfügbar, die schon vollständig geimpft sind, also dass auch mindestens 14 Tage zurückliegt, und es müssen insgesamt 3 PCR-Tests gemacht werden. Also für diese Einreise sind 2 PCR-Tests wichtig. Das ist einmal am ersten Tag, also wenn man einreist, direkt am Flughafen wird ein PCR-Test gemacht, und am 5. Tag wird nochmal ein PCR-Test gemacht. Und der 3. PCR-Test, der auch dazugehört, auch wenn er hier in dem Programm oder in der Einreisegenehmigung nicht abgefragt wird, ist der PCR-Test vor Abflug noch im Herkunftsland. Das ist bei mir Deutschland, also ich muss maximal 72 Stunden vor Abflug auch einen negativen PCR-Test nachweisen. Ohne den kann ich gar nicht erst ins Flugzeug einsteigen, und deswegen wird das hier auch gar nicht abgefragt im Buchungssystem. Ja, zusätzlich ist für das Buchungssystem hier wichtig, dass wir neben den PCR-Tests auch Buchungen haben in Sha Extra Plus Hotels. Das sind besonders zertifizierte Hotels. Und warum sind die besonders zertifiziert? Ja, die haben Partner-Krankenhäuser, in denen die PCR-Tests gemacht werden oder auch die Gäste überstellt werden, die dann doch tatsächlich positiv getestet werden.
Die muss man haben, also für den ersten Tag, wo der erste Test stattgefunden hat und für den 5. Tag, wo der zweite Test stattgefunden hat. Ja, die Dokumente, das steht hier auch, die notwendig sind für die Beantragung, ist einmal Passport, also der Personalausweis nicht, also reicht nicht aus. Man braucht einen Reisepass und ein Thai-Visa, wenn das denn benötigt ist. Die allermeisten von euch werden unter einem Monat unterwegs sein und brauchen dementsprechend nur so ein Visa on Arrival, was man bei Ankunft in Thailand ausfüllt, wo man immer diese Zettelchen im Flugzeug schon bekommt. Also muss kein Visa vorher beantragt werden. Da ich aber 5,5 Wochen nach Thailand reisen will, muss ich tatsächlich auch ein Visa vorher beantragen. Ihr braucht euer Zertifikat der Impfung. Das habt ihr bekommen, wenn ihr geimpft worden seid. Das muss hochgeladen werden. Ihr müsst eine Versicherung bzw. auch die Versicherungsbestätigung einer Krankenversicherung haben, die auch den Fall Covid-19 abdeckt und ja, eine Mindestdeckungssumme von 50.000 US-Dollar hat. Ja, und wenn ihr das habt, diese Dokumente, dann können wir loslegen. Ich klicke jetzt hier mal an Test and Go. Wollen wir ja heute beantragen. Hier ganz unten Select. Übrigens lohnt es sich auch, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn ich reise, wie gesagt, am 17. Februar nach Thailand ein und möchte euch dort mitnehmen und zeigen, wie ist es eigentlich jetzt so derzeit nach Thailand einzureisen und Urlaub zu machen. Ich werde mich dann da 5,5 Wochen aufhalten und ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal. Als allererstes habt ihr hier noch was zu confirmen, also eine Erklärung, in der ihr zum Beispiel sagt, dass ihr, wenn ihr am Flughafen ankommt, direkt vom Flughafen mit dem dazu gebuchten Transfer zu eurem Hotel fahrt. Also ihr dürft dort nicht nochmal einen Zwischenstopp am Supermarkt machen oder erstmal am Strand vorbeigucken und im Restaurant essen gehen. Nein, ihr müsst nach dem Test am Flughafen direkt in die Unterkunft fahren. Ihr erklärt euch auch außerdem einverstanden damit, dass ihr die Kosten tragt für diese Testdiagnostik und auch sollte ein Test tatsächlich positiv bei euch ausfallen. Genau, ihr erklärt halt auch, dass ihr, wenn ihr den Test gemacht habt, an Test 1 und auch an Tag 5, dass ihr euch so lange wieder in euer SHA Plus Hotel begebt, bis ihr das negative Ergebnis entsprechend habt. Wenn ihr, ganz wichtig für Test and Go ist, euer Hotel vom ersten Tag muss nicht das gleiche Hotel sein wie am 5. Tag. Das heißt also, ihr könnt den ersten Tag in Bangkok ankommen, euer Test machen, das Testergebnis im SHA Extra Plus Hotel abwarten und wenn das negativ ist, könnt ihr direkt in eine andere Provinz in ganz Thailand fliegen. Müsst nur wieder an Tag 5 irgendwo sein, wo ihr wieder ein SHA Extra Plus Hotel habt und einen PCR-Test machen könnt. Das ist die einzige Auflage. Wenn ihr dann den Tag 5 auch überstanden habt mit einem negativen Test, dann könnt ihr euch sowieso in Thailand frei bewegen. So, das erklären wir hier nochmal. Einverstanden? Confirmen das und dann geht es weiter. Ja, hier geht es darum, in der ersten Seite, was ihr denn tatsächlich für eine Art von Reise plant. Die allermeisten von euch werden hier Travel, also eine Reise zum Vergnügen, sage ich jetzt mal, einfach auswählen. Aber klar, manche Leute haben auch Geschäftsgründe, Bildungsgründe, Healthcare. Also da gibt es ja diverse Gründe. So, von wo kommt ihr? Das gebt ihr ein. Bei uns oder bei mir, jetzt in dem Fall ist das Deutschland, Germany. Und ich möchte jetzt in unserem Probelauf mal aus Bangkok einreisen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ihr guckt dieses Video jetzt, warum guckt ihr das eigentlich? Habt ihr ernsthaft vor, nach Thailand zu reisen? Habt ihr das schon fest geplant? Sind Flüge schon gebucht oder überlegt ihr noch, ob der Aufwand das Ganze wert ist? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. So, wenn ihr dann den Flughafen ausgewählt habt, den ihr ankommt, dann brauchen wir noch eine Buchungsnummer, eine Flugnummer besser gesagt, Buchungsnummer ist da nicht benötigt, der Airline und das Datum, an dem ihr ankommt. Ich nehme ein rein fiktives jetzt einfach mal, nehmen wir mal den 23.02. und wir verlassen das Ganze wieder am, sagen wir mal einen Monat später, am 23.03. So, Register. Hier gibt es nochmal etwas, was wir bestätigen müssen. Da geht es darum, dass
ja, dass die Regierung von Thailand eure Daten, die sie hier jetzt aufnimmt, auch für einen bestimmten Zeitraum, 60 Tage steht hier, speichern darf. Also sowas wie eine Datenschutzerklärung. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Seite von wegen Datenschutz. Hier geben wir unsere Daten ein. Ich denke mir jetzt einfach mal was aus. Das ist natürlich mein richtiger Vorname, Middle Name. Also wenn ihr einen zweiten Namen habt, muss der auch unbedingt da rein, wenn der in eurem Pass steht. Den habe ich nicht, aber ich heiße auch nicht Mustermann. Gebe ich trotzdem mal ein. Nationalität, ich bin Deutscher, also gebe ich auch hier German ein und mein Geburtsdatum gebe ich jetzt auch nicht ganz ehrlich ein. Ist ja nur ein Test. Und eine E-Mail-Adresse wird natürlich hier auch benötigt. Da nehmen wir einfach mal max@mustermann. So, und Beruf, naja, dann gehen wir mal ein hier. Content Creator, mache ja gerade ein YouTube-Video, dann darf ich mich vielleicht auch so nennen. So, und dann geht es als allererstes um das erste Dokument, und zwar euer Pass. Da könnt ihr auswählen, was für eine Passart ihr da habt. Die allermeisten von euch werden einen Ordinary Pass haben, also ein ganz normaler Pass, kein Diplomatenpass und auch kein Pass, der irgendwelche diplomatischen Rechte hat. So, das klicke ich dann hier an. Hier gebe ich die Passportnummer ein. Die habe ich mir jetzt ausgedacht. Verzeih, wenn ich irgendwie seine Passportnummer jetzt hier eingebe. Wahrscheinlich nicht. Und dann browse ich direkt mal in meinen Files und schaue mir das an, was ich hier angelegt habe. Und da habe ich irgendwo meinen Pass, genau. Und den kann ich hier direkt hochladen. Wenn das funktioniert hat, dann steht hier in der Ecke Pass, Bild bearbeitet, super, klasse geht's. Hätte ich jetzt noch Kinder, die unter 18 sind, die ich mitnehmen will, dann kann ich die hier auch bei Add More in diesem Bereich dazufügen. Habe ich jetzt nicht, also gehe ich einfach mal weiter. Und gucke, was passiert, wenn denn was passiert. Nee, ach, da habe ich was vergessen, und zwar, ja, mein Titel. Und zwar ist es hier Mr. in dem Fall. Weiter geht's mit. Genau, super. Da die Vaccination, also die Impfungen, die ich habe, oder wenn ich recovered bin, also wenn ich genesen bin von Covid-19, kann ich das hier anklicken. Ich klicke jetzt aber einfach meine Impfung rein. Die sind auch rein fiktiv. Im Februar 21, nehmen wir mal Mai, war das erste. Dann auch hier das Zertifikat der Impfung. Das bekommt ihr aus eurer zum Beispiel Corona-Warn-App. Hier in Deutschland bei uns oder wo auch immer die ihr gespeichert habt, auch wenn ihr die vielleicht von eurem Hausarzt bekommen habt oder vom Impfzentrum. Da nehme ich dann das Impfzertifikat 1 hier, lade es hoch. Man kann hier auch direkt einen QR-Code hinzufügen, dann soll das Ganze noch ein bisschen schneller gehen. So, zweite Dose nehme ich auch nochmal Moderna hier und ja, sage ich jetzt mal einfach, ich bin im Januar das zweite Mal geimpft worden und gebe jetzt hier auch das zweite Impfzertifikat ganz einfach ein. Auch hier die Möglichkeit des QR-Codes. Klar, Leute, die noch häufiger geimpft worden sind, können natürlich noch mehr Impfungen hier angeben, und wir bestätigen noch einmal, dass die Regierung entsprechend diese Daten speichern darf. So, ganz wichtig für den Thai-Pass sind die gebuchten Unterkünfte, die Nachweise dafür. Ja? Also, wenn ihr, in unserem Beispiel sind wir ja über Bangkok eingereist, dann müsst ihr für diesen ersten Tag in Bangkok ein Sha Extra Plus Hotel haben. Diese extra zertifizierten Hotels findet ihr zum Beispiel über diese Liste hier direkt rein. Da könnt ihr euch die Hotels aussuchen, die euch interessieren. Und, aber ihr könnt auch genauso über Agoda, Booking, über andere Buchungsportale schauen. Aber die thailändische Regierung empfiehlt, und das würde ich euch auch empfehlen, bucht diesen ersten Tag und diesen 5. Tag direkt beim Hotel, denn ihr braucht eine ganz bestimmte Buchungsbestätigung, nämlich eine Buchungsbestätigung, die euch nicht nur bestätigt, dass ihr das Hotelzimmer schon vorab bezahlt habt, sondern auch, dass ihr über das Hotelzimmer einen PCR-Test gebucht habt.
und am ersten Tag auch den Flughafentransfer gebucht habt. Das ist ganz wichtig, das könnt ihr in aller Regel auch machen im Nachhinein, wenn ihr über die anderen Buchungsportale gebucht habt. Aber ich habe zum Beispiel auch das Problem gehabt bei einer Buchung, die ich vollzogen habe, dass ich über das Buchungsportal gebucht habe und dann stand da, dass die Buchung aber erst kurz vorher eingezogen wird oder irgendwann eingezogen wird. Also hatte ich noch keinen Nachweis über die Zahlungen und konnte mit dieser Buchung jedenfalls keinen Teilpass beantragen. Am besten ist, ihr macht das direkt über das Hotel und lasst euch von dem Hotel dann einen sogenannten Confirmation Letter geben. Das ist die Buchungsbestätigung, in der halt wirklich festgehalten ist, dass ihr das Hotel für diesen Tag bezahlt habt, genauso wie den ersten RT-PCR-Test und auch den Transfer. So, ja, wir haben ja gesagt, wir sind über Bangkok eingereist. Wir denken uns jetzt irgendwann mal hier, ich weiß nicht, Pullman. In dem Hotel waren wir schon mal. Da ist die Adresse direkt vermerkt. Die meisten Hotels sind hier erfasst. Wenn ein Hotel nicht erfasst ist, könnt ihr das auch händisch eingeben und dann hier die Adresse zusätzlich hinzugeben. Ja, Booking-ID, die findet ihr auf diesem Confirmation Letter. Denke ich mir jetzt auch einfach mal aus. Und dann gehen wir mal ein. Check-in, wir haben ja gesagt, am 22. reisen wir ein. Also machen wir nur die erste Nacht tatsächlich. Wir wollten dann ja weitergehen. Hier steht jetzt RTP-PCR Receipt Number. Das gilt nur, wenn ihr die Phuket Sandbox beantragt habt oder wenn ihr hier über Phuket eingereist sind. Denn nur in Phuket ist es so, dass ihr das erste Hotel eigenständig sucht und bucht, inklusive des Transfers. Da bucht ihr dann aber den RT-PCR-Test auch über das Buchungssystem der Regierung. Den Link zu diesem Buchungssystem, den habe ich euch auch in die Beschreibung gepackt. So, brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir hier über Bangkok eingereist sind. Und was ich reingeben muss, ist die Buchungsbestätigung vom ersten Hotel am Tag 1 plus Transfer und Quittung für den PCR-Test. Das ist alles in einem. Da gibt es die meisten Hotels oder viele Hotels bieten da mittlerweile schon Packages an. So, das lade ich jetzt auch hoch und während das hier hochlädt, ist jetzt doof, geht es um den Tag 5 und wir haben ja gesagt, wir wollen dann von Phuket weiterreisen. Das ist ja der Vorteil an Test & Go. Wir müssen uns jetzt nicht 5 Tage oder 7 Tage in Bangkok aufhalten, wir können jetzt direkt raus, dürfen wir natürlich auch machen, dann machen wir hier einfach nur einen Klick und es reicht der Upload der Bestätigung, wo alles drauf ist, aber wir wollen ja jetzt eine andere Buchung eingeben und wir sagen jetzt einfach mal, da muss auch wieder ein Char Extra Plus Hotel sein am 5. Tag, aber wir sagen jetzt mal, wir sind nach Krabi weiter geflogen beispielsweise und haben uns da ein schönes Hotel rausgesucht, auf Koh Lanta beispielsweise und dann müssen wir hier auch wieder die Booking-ID vom Confirmation Letter, ist wie beim ersten eingeben und wie lange wir dort bleiben. Sagen wir mal, wir sind am nächsten Tag direkt weiter gereist, ja, und bleiben einfach da auch eine ganze Weile. Dann geben wir hier wieder, das ist nur wieder für die Phuket Sandbox, das PCR-Receipt an. Wenn nicht, dann haben wir einfach die Bestätigung vom Hotel für den zweiten, also für den Tag 5 inklusive PCR-Test. Hier braucht man keinen Transfer logischerweise. Und das wird da hinzugefügt. Ja, dann können wir noch eine Adresse hinzufügen. Können wir nicht, müssen wir sogar. Das ist die Musterstraße 77 in Musterdorf. Und unsere Telefonnummer, die wir overseas haben, also die wir bei uns hier zu Hause haben, da geben wir einfach unsere Nummer an für Rückfragen. Da wird sowieso niemand anrufen. Die lehnen eh ab, wenn irgendwas unklar ist. Aber meine Nummer ist ganz einfach, gebe ich hier ein, könnt ihr mal anrufen. Dann können wir einen Emergency-Kontakt angeben. Das ist Maria oder Marie Mustermann in meinem Fall. Und die hat auch eine ganz einfache Nummer, super easy zu merken. Könnt ihr auch mal anrufen. Schöne Grüße von Robert. So, und dann geht's weiter. Und jetzt geht's einen ganz, ganz wichtigen Teil, nämlich die Medical Insurance, das ist die Krankenversicherung. Da ist es in Deutschland so, dass die allermeistenVersicherungen mittlerweile auch Covid-19 abdecken. Ja, das ist wichtig, dass sie das tun und viele Versicherungen haben auch einen weitaus größeren Umfang als die 50.000 US-Dollar, die von der thailändischen Regierung gefordert werden. Da gibt ihr einfach von der Versicherungspolice die Nummer hier ein und ja,
hat eine Deckungssumme von mehr als 50.000 US-Dollar und ja, muss auch bestätigt werden, dass es den kompletten Aufenthalt absichert. Mit Effective Date ist das Date oder das Datum gemeint, an dem ihr das abgeschlossen habt. Und dann könnt ihr das Dokument von der Versicherung, was eure Versicherung bestätigt, hochladen. In aller Regel, oder ich habe es jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, die Versicherer verschicken dort Blankodokumente, wo ihr dann selbst eure Namen und eure Police eingibt. Gegebenenfalls kann man noch eintragen, dass die Deckungssumme halt über 50.000 US-Dollar sind. Und dann hat man so ein Formular, was ich hier auch habe, was man hier hochladen kann, was dann dazu führt, dass genau die Daten alle vorhanden sind. Ihr bestätigt hier nochmal. Dann ist noch die Frage gestellt, ob ihr andere Länder besucht habt, 14 Tage vor der Ankunft in Thailand. Also Deutschland ist ja schon voreingestellt. Die gehen davon aus, dass ich in Deutschland vorher war. Und das habe ich auch angegeben vorher. Das müsst ihr hier eingeben. Ist bei mir nicht der Fall. Und ja, wenn jetzt hier noch irgendwelche anderen Sachen sind oder unklar sind, dann kann man das über diesen Punkt auch noch machen. So, jetzt drücke ich hier nicht auf Submit, sonst kriegt nämlich der Max@Mustermann eine Bestätigungs-E-Mail. Aber wenn man das hier übermittelt hat, dann bekommt man eine Nummer und unter dieser Nummer kann man dann immer mal nachgucken, ob das Ganze schon bearbeitet wurde. Aber tatsächlich braucht ihr da gar nicht nachgucken. Ihr werdet schon eine E-Mail bekommen, wenn euer Antrag erfolgreich bearbeitet worden ist oder halt abgelehnt worden ist und ihr da Veränderungen vornehmen müsst. In aller Regel schreiben sie hier, dauert das Ganze 3 bis 7 Tage. Ich habe ja die Sandbox beantragt, auch über dieses System. Das hat bei mir 5 Tage gedauert. Also habt auch gerade jetzt Anfang Februar noch ein bisschen Geduld. Denn ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute gerade dabei sind, diesen Thai-Pass zu beantragen. Ja, ich hoffe, das Video war für euch informativ und interessant. Stellt mir eure Fragen. Ich werde am 17. in Thailand, am 17.02. in Thailand eintreffen und dann berichte ich euch mal, wie die Einreise so läuft, die ganzen Tests so laufen und wie Thailand-Urlaub im Februar 2022 bzw. im März auch 2022 so stattfindet. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich weiß noch gar nicht, in welchen Abständen ich hochladen werde, aber ich ist eigentlich schon regelmäßig geplant. Ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Robert. Tschüss.